In diesem Video werden wir die Scrum-Terminologie diskutieren und wie sie auf das SAFe-Framework passt. Tägliches Scrum. Scrum-Event ist ein 15-minütiges Timebox-Event, das jeden Tag für die Entwickler abgehalten wird. Das Daily Scrum findet jeden Tag im Sprint statt. Die Entwickler planen für die nächsten 24 Stunden zu arbeiten. Dies optimiert die Zusammenarbeit und Leistung des Teams, indem die Arbeit seit dem letzten Daily Scrum überprüft und die bevorstehende Sprintarbeit prognostiziert wird. Das Daily Scrum findet jeden Tag zur gleichen Zeit und am gleichen Ort statt. Daily Stand-Up. Daily Stand-Up ist eine 15-minütige Zeitbox-Veranstaltung, die jeden Tag für die Entwickler stattfindet. Der tägliche Stand-Up findet jeden Tag der Iteration statt. Die Entwickler planen die Arbeit für die nächsten 24 Stunden. Dies optimiert die Zusammenarbeit und Leistung des Teams, indem die Arbeit seit dem letzten täglichen Stand-Up überprüft und bevorstehende Iterationsarbeiten prognostiziert werden. Der tägliche Stand-Up findet jeden Tag zur gleichen Zeit und am gleichen Ort statt. Sprintplanung. Sprintplanung ist ein Scrum-Ereignis, das auf 8 Stunden oder weniger festgelegt ist, um einen Sprint zu starten. Es dient dem Scrum-Team, die Arbeit aus dem Product Backlog zu überprüfen, das als nächstes am wertvollsten ist, und diese Arbeit in das Sprint Backlog zu entwerfen. In SAFe nennen wir dies Iterationsplanung. Iterationsplanung ist eine Veranstaltung, bei der alle Teammitglieder bestimmen, wie viel Team Backlog sie während einer bevorstehenden Iteration bereitstellen können. Das Team fasst die Arbeit als eine Reihe von festgelegten Iterationszielen zusammen. Sprint Review. Dies ist ein Scrum-Ereignis, das auf einen Zeitrahmen von 4 Stunden oder weniger festgelegt ist, um die Entwicklungsarbeit eines Sprints abzuschließen. Es dient dem Scrum-Team und den Stakeholdern, die Auswirkungen der durchgeführten Arbeiten auf den Gesamtfortschritt in Richtung des Produktziels zu bewerten und den Produktbestand zu aktualisieren, um den Wert des nächsten Zeitraums zu maximieren. In SAFe nennen wir dies Iteration Review. Die Iterationsüberprüfung ist ein Ereignis, bei dem jedes Team das Inkrement am Ende jeder Iteration überprüft, um den Fortschritt zu bewerten und dann seinen Rückstand für die nächste Iteration anpasst. Programminkrement PI. Dies ist eine Zeitbox, in der ein Agile Release Train einen inkrementellen Wert in Form von funktionierenden, getesteter Software und Systemen liefert. Sprint-Retrospektive. Dies ist ein Ereignis, das auf einer Zeitspanne von 3 Stunden oder weniger festgelegt ist, um einen Sprint zu beenden. Es dient dem Scrum-Team, den vergangenen Sprint zu inspizieren und Verbesserungen für den nächsten Sprint zu planen. In SAFe nennen wir dies Iteration Retrospective. Die Iterationsretrospektive ist eine regelmäßige Veranstaltung, bei der Mitglieder des agilen Teams die Ergebnisse der Iteration diskutieren, ihre Praktiken überprüfen und Verbesserungsmöglichkeiten ermitteln. Sprintziel. Der Zweck eines Sprints ist häufig ein Geschäftsproblem, das angesprochen wird. Die Funktionalität kann während des Sprints angepasst werden, um das Sprintziel zu erreichen. In SAFe nennen wir das Iterationsziel. Iterationsziele sind eine allgemeine Zusammenfassung der geschäftlichen und technischen Ziele, die das Agile-Team in einer Iteration erreichen möchte. Sie sind entscheidend für die Koordination eines Agile Release Train als selbstorganisierendes, selbstverwandeltes Team. PIs dauern normalerweise 8 bis 12 Wochen. Das häufigste Muster für einen PI sind 4 Entwicklungsiterationen, gefolgt von einer Iteration für Innovation und Planung. Scrum-Team. Ein selbstverwandeltes Team, das aus einem Scrum Master, einem Product Owner und Entwicklern besteht. In Agile nennen wir dies Agile Team. Agile Teams sind eine funktionsübergreifende Gruppe von 5 bis 11 Personen, die in kurzer Zeit einen Wertzuwachs definieren, aufbauen, testen und liefern. Agile Release Train. Der Agile Release Train ist ein funktionsübergreifendes Team von Agile Teams, das zusammen mit anderen Stakeholdern schrittweise Lösungen entwickelt und bereitstellt, wobei eine Reihe von Iterationen fester Länge innerhalb eines Programminkrements verwendet werden. Agile Release Train richtet Teams auf eine gemeinsame Geschäfts- und Technologie-Mission aus und ist das Hauptkonstrukt der Wertschöpfung in SAFe. Agile Release Trains sind nach dem Unternehmen organisiert und dienen ausschließlich dazu, das Versprechen dieses Werts zu verwirklichen, indem Lösungen entwickelt werden, die dem Endbenutzer Vorteile bringen. Scrum Board. Dies ist eine Karte zur Visualisierung von Informationen für und durch das Scrum-Team, die häufig zur Verwaltung des Sprint-Backlogs verwendet werden. Scrum Boards sind eine optimale Implementierung in Scrum, um Informationen sichtbar zu machen. In SAFe nennen wir dies Program Board. Das Program Board ist eine visuelle Zusammenfassung der Funktionen und Ziele
Fristen und teamübergreifenden Abhängigkeiten, die von Agile Release Train bereitgestellt werden. Die Programmplatine ist in der Sitzung zur Programminkrementplanung enthalten, in der alle Art-Team-Funktionen planen, schätzen und priorisieren.